So, wie schaut es mit Bitcoin aus im Moment? Es gibt einige Indikatoren, die darauf hindeuten, dass wir näher an einem Bottom sind. Dann gibt es wieder andere, die darauf hindeuten, dass es noch ein bisschen weiter runter geht. Ich zeige euch jetzt ein paar Charts. Starten wir gleich rein. Eben zuerst zu Bitcoin, später noch zu Altcoins. Genau, hier haben wir einen Post von Quinton. Er sagt, you know exactly what to do here if you want generational wealth. Also er sagt kaufen. Hier ist gegenübergestellt der Fear and Greed Index seit 2012 zu großen Crashes bzw. Bear Markets, die es gegeben hat. Und man sieht, Fear and Greed war 2012 10, Mt. Gox 9, 17, 18 bei 11, Covid Crash war bei 9, FTX Crash war Fear and Greed bei 12 und 2026, also jetzt gerade, war Fear and Greed bei 5, also der niedrigste Wert ever, den wir im Fear and Greed Index gesehen haben. Mit dem Crash im Jänner, wo Bitcoin knapp unter 60.000 US-Dollar gegangen ist. Also er denkt, das ist ein Bottom. Die Indikatoren, also zumindest dieser Indikator deutet darauf hin, ja, ist einer von vielen, genau, aber könnt ihr eure eigene Meinung darauf bilden. Und ja, hier ist noch ein weiteres Chart, wieder mal Bitcoin und Gold gegenübergestellt. Man sieht, Bitcoin und Gold folgen einer ziemlich ähnlichen Struktur. Gold ist oft Gold ist oft Bitcoin voraus quasi und Bitcoin folgt oft Gold dann ein paar Monate mit ein paar Monaten Verzögerung nach. Das hat auch mit Rotation von Kapital zu tun. Und Gold hat hier so ein Fraktal, wo es quasi in so einem Wedge zusammengeht und dann stark aufgestiegen ist zu eben heutigen Preisen. Und Bitcoin bildet ein ziemlich ähnliches Fraktal und ist halt gerade an dieser unteren Supportlinie angelangt, und wenn er jetzt weiterhin quasi diesem Gold-Fraktal folgen würde man davon ausgehen, dass Bitcoin jetzt bald stark ansteigen wird. Genau. Hier von Vivek sehen wir wieder, haben wir schon ein paar Mal besprochen, den Bitcoin-Preis und Business Cycle gegenübergestellt. Seit, ich glaube 2011 geht dieses Chart hier zurück. Und ja, man sieht unten den Business Cycle geplottet und oben den Bitcoin-Preis, und man sieht vor allem wichtig, da hier sind die roten und die grünen Punkte. Immer wenn der Business Cycle am Top war auch Bitcoin-Preis, war auch im Bitcoin-Preis ein Top erreicht, und wenn der Business Cycle an einem grünen Punkt angelangt ist, also an dieser unteren Supportlinie, ist daraufhin eigentlich im Bitcoin-Preis immer ein starker Anstieg gefolgt. Und jetzt sind wir wieder in so einem Szenario, wo der Business Cycle unten ist und gerade eigentlich eine Fahrt aufnimmt, und das würde darauf hindeuten, dass auch der Bitcoin-Preis mittelfristig, also jetzt nicht kurzfristig, aber zumindest mittelfristig, da wieder stark ansteigen sollte. Genau. Hier sehen wir das Sortino-Ratio, das hatte ich auch zum ersten Mal gesehen, ist quasi ein bisschen eine Abwandlung vom Sharpe-Ratio. Das wird in Asset Managern von Asset Management Companies oft verwendet, um Portfoliorisiko gegenüberzustellen, zu bewerten und Einzelveranlagungen quasi im Rahmen von anderen Veranlagungen zu bewerten. Und dieses Sortino-Ratio für Bitcoin hat auch oft ziemlich gut den Bottom bzw. lokale Tops eben indiziert oder vorhergesagt, also nicht vorhergesagt, aber man hat, es hat korrespondiert mit dem Bitcoin-Preis, Lows und Highs, und jetzt ist dieses Sortino-Ratio wieder an einem ziemlichen Low angelangt, wie in der Vergangenheit schon, und an so einem Low hat es in der Vergangenheit eben dann immer korrespondiert mit einem Bottom im Bitcoin-Preis. Auch das würde eben bedeuten, dass wir jetzt eher an einem Bottom sind und es bald wieder bergauf gehen sollte. Noch ein Chart von Quinton, hier sieht man den Bitcoin-Preis in weiß gegenübergestellt, der Cost of Production von Bitcoin, das ist immer eine Bandbreite, weil es natürlich davon abhängt, wer produziert den Bitcoin in welchem Land, ist jetzt der einer, der den Bitcoin produziert, aber im Schnitt kostet jetzt die Produktion eines Bitcoins irgendwo zwischen 75.000 und 63.000 US-Dollar, und der Preis ist eben gerade bei 68.000, das heißt genau da mittendrin, und in der Vergangenheit ist eigentlich der Bitcoin-Preis nie, außer dass beim Covid-Crash jetzt in den letzten 6 Jahren, unter diese Cost of Production getroppt, und meistens waren das ziemlich gute Zeitpunkte, um Bitcoin zu kaufen. Genau, also das ist, wie gesagt, sind nur Meinungen, die da vertreten werden, keine Anlageberatung. Ich bin selbst der Meinung, dass wir näher an einem Bottom sind als an einem Top. Ich glaube auch, dass es kurzfristig auf jeden Fall noch weiter runtergehen kann. Wer weiß wie weit, kann auch sein 50.000 Dollar, 45.000 US-Dollar, wie auch immer. Aber langfristig, glaube ich, oder mittelfristig in diesem Jahr steht uns
eigentlich eine gute Zeit bevor für den Bitcoin-Preis. Genau, und auch hier ist mal ein anderes Chart. Man sieht den Supply in Loss, das heißt Bitcoins, die quasi gerade in einem Loss sind, also die höher gekauft wurden, zu einem höheren Preis als der aktuelle Preis. Und auch das war in der Vergangenheit immer ein starker Indikator für Bitcoin Bottoms. Und da sehen wir, sind wir jetzt an einem Level, das nicht ganz so hoch ist wie in der Vergangenheit. Also das ist jetzt ein Chart, das uns sagen würde, wir haben noch ein bisschen Luft zu droppen im Preis, weil wenn der Preis jetzt noch weiter runter geht, sagen wir 10, 20, 30%, dann wird dieses Ratio nach oben gehen und dann wären wir an so Levels angelangt, wie es in der Vergangenheit auch war, bei einem lokalen Bottom. Und ja, also auch das sagt uns, dass wir schon ziemlich weit unten sind, aber dass noch Luft ist zum Droppen und das könnte natürlich sein, bevor dann wieder der Preis Fahrt aufnimmt und nach oben geht. Genau, Benjamin Cowen, er ist auch einer, der sehr stark die These vertritt, also dass wir jetzt in einem Bear Market sind und er sagt im Bear Market, Bitcoin will often spend more time going up than going down, weil also auch in Bärenmärkten geht Bitcoin öfters mehr Zeit nach oben als nach unten, nur wenn Bitcoin nach unten geht, dann ist es meistens ein sehr scharfer, starker, schneller Drop nach unten und er zeichnet auch Strukturen an, die jetzt vermuten lassen würden, dass auch wenn hier diese Supportlinie bricht, an der Bitcoin gerade bergauf geht, dass es hier nochmal schnell stark nach unten geht. Das wird dann Bitcoin eben runterbringen, vielleicht noch 20-30%. Und genau, und dann würden wir dann schauen, wie es dann weitergeht. Aber das ist mal eher eine bisschen negativere Sicht, zumindest auf die kurzfristige Preisentwicklung. Also auch das ist möglich. Genau, ich möchte euch da beide Seiten oder alle Seiten auch immer zeigen, damit ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt. Ja, es gibt hier verschiedene Meinungen. Da haben wir Bitcoin Supply in Profit and Loss. Genau, das ist eigentlich nur anders dargestellt von dem Chart, den wir vorher schon gesehen haben. Also der Bitcoin im Loss ist fast bei der Hälfte. Wie gesagt, ein bisschen mehr Luft gibt es hier noch zu droppen, aber genau, dann werden wir an Levels angelangt, wie es auch in der Vergangenheit mit einem Bottom korrespondiert ist. Und hier haben wir, ja, also das war es eigentlich mit den Bitcoin-Charts. Also ihr könnt euch eine Meinung bilden. Wie gesagt, es spricht sehr vieles dafür, dass wir nah an einem Bottom sind, aber es gibt auch einige Indikatoren, die sagen, wir haben noch etwas Luft zu droppen und ich würde sagen, das schließt sich beides jetzt nicht aus. Wir können nah an einem Bottom sein, aber noch nicht ganz dort und dann erst wieder nach oben gehen. Also das halte ich durchaus für möglich. Hier haben wir einen Chart mal über Utility und Nutzung von Blockchain-Technologie, nämlich für Real-World Assets, also quasi Tokenisierung auf der Blockchain. Und ja, was ja eben angezeigt ist, dass diese Tokenisierung oder die Abbildung von Real-World Assets auf der Blockchain stetig und stark nach oben geht. Das heißt, die Blockchains werden genutzt und ja, also steigt immer mehr an und man sieht ja, was die Blockchain eben bewirken kann und natürlich auch verbessern kann durch die Technologie, und Tokenisierung, zum Beispiel Tokenisierung von Aktien oder Rohstoffen bewirkt natürlich, dass die viel besser handelbar sind und schneller und 24/7 und ja, also die technologische Entwicklung ist hier sehr gut, Blockchains werden genutzt, durchaus bullish für den ganzen Kryptomarkt für die Zukunft. Ja, und jetzt ein paar Altcoin-News. Hier haben wir einen Chart von Rover, er sagt, over 38% der Altcoins traden gerade nahe an einem All-Time-Low. Und das stimmt, der Altcoin-Market war etwas enttäuschend über die letzten Monate oder Jahre. Ja, und hier sieht man eben ganz rechts im Chart, dass der Anteil an Altcoins, die nahe ihrem Allzeit-Tief traden, ist eben bei knapp 40%. Ja, man sieht, wir hatten noch keine Alt-Season. Ja, auch das kann sich ändern, wenn Bitcoin Fahrt aufnimmt, wenn der Wirtschaftszyklus Fahrt aufnimmt. Glaube ich, nehmen auch Altcoins wieder Fahrt auf, aber im Moment eben ziemlich slow, auch was fast die Hälfte der Altcoins angeht. Und zu den Altcoins noch ein Chart, ein eher technisches, was aber dann durchaus wieder bullish ist, nämlich ist hier dargestellt die Altcoin Dominance, das heißt Others Dominance, also alle außer Bitcoin. Und zwar, man sieht eben, natürlich Altcoins sind da stetig runtergegangen, weil Bitcoin eben stärker performt als Altcoins. Aber unten sehen wir geplottet den MACD und hier sieht man das erste Mal in über 2 Jahren,
dass hier in der Altcoin Dominance so ein Golden Cross, nennt man das, stattfindet, wenn vom MACD-Indikator die Linien quasi kreuzen und die untere wieder, oder hier die blaue wieder über die orange drüber geht. Und genau, der MACD, man sieht, da sieht man schon die ersten grünen Balken erscheinen. Und wenn dieser Trend so weitergeht, dann würden hier jetzt weitere viele grüne Balken folgen, so wie in der Vergangenheit, und dann würde Altcoin Dominance nach oben gehen, würde bedeuten, dass die Altcoins zumindest in der näheren Zukunft jetzt ein bisschen besser performen als Bitcoin. Genau, ist nur ein Indikator, kann genauso gut sein, dass sich das dreht und weiter nach unten geht, aber so ein Momentum-Indikator eben lebt davon, dass er Richtungen oder Trends darstellt. Und ja, wenn man davon ausgeht, dass Altcoins jetzt mal sich auch erholen, dann wird das jetzt wieder nach oben gehen. Und hier noch von No Limit, das habe ich ganz interessant gefunden, weil schon noch immer so Gerüchte von allgemeinen Market Crashs und so herumschwirren, und ist natürlich auch möglich, auch dass der S&P und Aktien allgemein droppen oder vielleicht mal jetzt auch wieder mal richtig crashen, 20, 30, 40%. Hier sieht man eine Liste an Insider-Sellings, also Insider von Firmen, die eben Aktien verkaufen, und No Limit hat das eben hier dargestellt, dass wirklich eine riesen Anzahl an Insidern von Firmen Aktien verkaufen. Man sieht, hier ist alles fast rot, außer drei Zeilen, die dazwischen grün sind. Das heißt, die meisten Insider, da geht es um CEOs, Executives von Firmen, sind gerade eher dran, ihre Aktien zu verkaufen als zu kaufen, und deutet eben darauf hin, dass diese nicht so vertrauen, also nicht so in die Märkte gerade vertrauen, und würde darauf hindeuten, dass uns vielleicht zumindest in den Aktienmärkten ein Crash bevorsteht, und durch die Korrelation von klassischen Investments und Krypto wird das natürlich auch, oder hätte das natürlich auch Auswirkungen auf Krypto, wenn sie jetzt da stark crasht. Also eher ein negativeres Anzeichen am Ende, aber man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, wenn es crasht, dann ist es eher kurzfristig. Ich glaube, mittel- bis langfristig steht uns eigentlich ein gutes Jahr bevor, und ja, lasst mich gerne wissen, was ihr davon hält. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, dass es runtergeht oder rauf. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.